That's fett. That's fett. Svenny hat uns die erste ordentliche Offroad-Piste rausgesucht. Let's do it. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Vielleicht auch die letzte, wer weiß das schon. Wir sind ziemliche Schisser, was Offroad angeht. Noch, weil wir irgendwie noch so gar keine Erfahrung mit haben. Vielleicht hätten wir davor mal einen Offroad-Kurs machen sollen. Naja, wir lernen es auf die teure Art, harte Tour oder so irgendwie. Ja, und gucken wir mal, wie Basti und der Jimny sich schlagen. Weiter nach rechts. Oh Gott. Peppy düst wie eine Irre dahinterher. Aber hat er doch gut gemacht. Wir sind ja erst bei 20%. Und? Wir sind ja erst bei 20%, aber macht Bock. Ja, gar nicht mehr angehalten. Ja, da konnte ich nicht anhalten. Du Scherzbanause. Okay, weiter. next. Ich zeige euch erstmal, oder ich zeige euch danach die Route, die Basti gleich fährt. Ich bin ganz schön außer Atem. Ich würde jetzt weiter sonst auch. Basti wird weiter. So, auf Kamera sieht der Weg gar nicht so schlimm aus. Peppi, mach langsam. Stopp. Aber es hat doch ganz schön in sich ein paar Stellen. Hier zum Beispiel und unten war auch nochmal eine krasse Stelle. Der erfahrene Offroader denkt sich natürlich Pipifax. Aber für uns ist es noch neu. Und ich weiß gar nicht, wie es sich im Auto anfühlt, weil ich jetzt immer mit Peppi auch draußen bin. Und ja, damit sie halt einfach nicht die ganzen Erschütterungen so mitbekommt. Weiß nicht, ob es ein gutes Zeichen ist, dass der Basti da oben steht und noch nicht angekommen ist. Das war wild. Das war schon ziemlich crazy. Ist schon verrückt, dass das Auto nicht aufsetzt oder sowas. Und da so locker hochkrabbelt. Schon geil. Rückwärts da dran, oder? Was für ein Spot! Hier wären wir mit dem Van niemals hingekommen. Krass! Und gleich noch ein Sonnenuntergang. Crazy! Mal strecken. Boah, ich habe noch ein bisschen... War eine krasse erste Offroad-Fahrt. Ich habe schon gesagt, auf der Kamera sah es gar nicht so krass aus. Ich wollte den Weg ja zeigen und habe die Steine so gezeigt. Und wahrscheinlich hat jeder Offroad-Fahrer sich gedacht, machen die sich in die Hose. Ja. Aber wir sind halt Anfänger. Also da waren schon ein paar, das war schon okay für den Anfang so. Fand ich. Ich fand auch. Und jetzt machen wir ein Bierchen auf, oder? Ja.
und gucken Sonnenuntergang. Voll geil. Über der Bucht von Massa heißt, glaube ich. Oder Massa, bauen wir Massa. erstmal das Zelt auf. Ja, das müssen wir vielleicht auch noch, ne? Mhm. Zwischen Pisa und Genua befinden wir uns gerade. Irgendwo. Ziemlich hoch. Mal gucken, ob uns die mediterrane Wärme den Berg hoch aufwärmt oder so. Mhm. Das letzte Zwiebel auf 25. Heute 20. Ja, ich hab's auch ein bisschen. Manu, liebe Grüße. An diesem wunderschönen Spot geht dein letztes Bierchen drauf. Aber es könnte doch keinen schöneren Platz dafür geben. Schöne Grüße nach Irland. Slaunche. Diese Fahrt hat sich wahrlich gelohnt. Hier hoch. Cheers. Cheers. Anstoßen haben wir keinen. Ich hätte gern gesagt, es wärmt von innen. Schwierig. Kein Cognacchen, ne? Ich hätte aber was in die Richtung geht. Ey. Ich muss ins Merino schlüpfen. Es ist zu kalt. Svenny hat gelogen, als sie gesagt hat, wir haben nur 2 kalte Nächte. Es sind viel mehr. Es ist kalt. Und ich habe die Heizdecke extra ausgepackt. Es wird dann doch immer schnell dunkel und wir haben jetzt beschlossen, dass wir zum Abendessen was vom Grill machen. Wir haben ja jetzt als Feuerschale unseren Scotty-Grill quasi dabei, weil das kleinste ist, was wir, oder das größte ist, was wir mitnehmen konnten. Und da machen wir uns jetzt Glut und dann haben wir uns 2 Patties gekauft im Supermarkt, 2 Veggie-Patties, wo wir so einen improvisierten Sandwich-Burger machen, weil wir einfach nichts mehr Ungesundes in Anführungszeichen mitnehmen können, weil die Burgerbrötchen, die gibt es immer nur in so Riesenpacks und dafür haben wir im Jimmy einfach keinen Platz. Und deswegen gibt es einfach Burger auf Brot. Senf Pesto, Rucola Käse Patty.
So sieht der halbwegs gesunde Burgerklapper aus. Den müssen wir jetzt essen. Ist wieder kalt. Soll ich so durchschneiden? Ja? Nein. Aber das schon. Wird man sehen. Ich schneide so durch. Kein Mensch würde das so schneiden. Zum Nachtisch, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf, haben wir uns bei einer italienischen Bäckerei ein Pistazien-Croissant, sieht so lecker aus, Absoluter Favorite. geholt. Wie wir heute gelernt haben, heißt es auch nicht Pistachio, sondern Pistacchio. Also wir kommen uns manchmal vor wie die ersten Menschen hier in Italien. Ich will fleißig weiter Italienisch lernen. Und dazu gibt es einen leckeren gebrannten Mandeltee, noch ein bisschen weihnachtlich, von unserer Lieblingsinsel Föhr natürlich. Cheers. Cheers. Schlammbewurf machen. Beste. Leben. Beiß rein. Wir sehen uns morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und was für ein schöner Morgen es ist. Die Nacht war echt crazy. Es hat einfach geschneit und gestürmt. Wir wussten nicht, wo uns der Kopf steht. Wir hatten die Plane, die über dem Zelt ist. Während der Fahrt hatten wir draußen vor unserem Zelt auf dem Dach liegen und wir hatten ein bisschen Schiss, dass der Wind so doll ist, dass die uns wegfegt. Deswegen ist Basti gestern Nacht, heute Nacht um 3, glaube ich, nochmal aus dem Zelt gekrochen und hat die Plane ins Auto gepackt. Und es hat einfach geschneit. Und es liegt auch einfach noch Schnee. Und wenn man hier durchs Gras läuft, dann knuspert es auch noch. Deshalb sind wir umso glücklicher, dass die Sonne jetzt draußen ist, heute Morgen, und uns direkt ein bisschen aufwärmt. Also dieser Frühling hat so jegliche Überraschung im Paket. Ich habe auch schon gehört von Locals, es ist bisher der kälteste Frühling seit langem. So in nördlichen Italien, in der Fläche. Morgen. Von unserem Spot geht direkt so ein kleiner Wandertrail ab. Da kann man hier so einen richtig schönen kleinen Loop laufen mit Peppy. Dann kommen wir wieder von der anderen Seite an unserem Camp an. Hey, super.
jetzt ist mal ganz kurz ein kleines Päuschen zwischen den Windböen. Wir haben es gerade noch so geschafft, uns einen Kaffee zu machen. Wir werden jetzt dann aber gleich auch zusammenpacken, weil der Wind hier irgendwie noch stärker werden soll. Und wir haben für heute einen Spot, wo wir mal wieder eine Dusche aussuchen können und auch ein Paketempfang. So schön der Platz auch ist. Muss es weitergehen. Er hat für Überraschungen gesorgt. Gut. Komm. Sehr gut. So, alles zusammengepackt. Der Wind lässt nicht nach hier oben. Jetzt geht's Richtung Dusche. Und vielleicht noch einen kleinen Waschsalon vorher auch noch. Ei. Wir haben Peppi ein bisschen zu früh eingepackt. Wir haben ganz vergessen, dass wir so eine richtige Holperpiste hier hochgekommen sind. Deswegen gehen Peppi und ich schon mal vor. Komm, Peppi, wir müssen laufen. Da ist eine Holperpiste. Sonne scheint, wir haben es ans Meer geschafft. Wir fahren gerade der Küstenstraße entlang und es sieht irgendwie, erinnert uns das alles so ein bisschen an Florida oder Kalifornien. Ist irgendwie so gar nicht italienisch. Außer dass hier und da mal ein Ristorante Italiano auftaucht. Aber die Palmen und das ganze Flair ist irgendwie sehr, ich weiß nicht, uns erinnert es irgendwie an die USA. Keine Ahnung. Aber es ist schön. Angekommen. Sieht richtig schön aus hier. Richtig cooler Platz. Die Rezeption ist eigentlich eher so ein Gewächshaus, Blumenladen. Und unsere Nachbarn, die sind auch mega. Sind hier auch schon echt einige Camper. Also ich glaube irgendwie 5 Stück stehen hier schon. Und doch schon ein paar Urlauber, wobei jetzt ja die Osterferien auch losgehen unterwegs. Wir hoffen, der Busch hier soll jetzt nämlich windig werden auch heute und morgen. Schützt uns so ein bisschen. Und ja, mehr brauchen wir ja eigentlich nicht. Einen schönen Platz, nette Nachbarn und eine Dusche. Eine Dusche. Während Basti das Zelt weiter aufgebaut hat, habe ich vorhin eine frische Lieferung von Salat gesehen für den Hof hier und habe gefragt, ob wir einen abkaufen dürfen und 2 Eier noch, 2 frische von den Hühnern hier.
Und das macht mich jetzt gerade richtig happy, weil wir ja sowieso Platzprobleme haben, um so frische Sachen zu verstauen. Und jetzt heute direkt so einen frischen Salat zu essen mit Nudeln gleich. Das macht mich richtig happy. Und auf dem Weg hierher habe ich auch einfach 2 Hängebauchschweine gesehen, aber sie sind fröhlich weitergetrabt und ich hatte die Kamera nicht dabei. Sind nicht mehr da. Wir machen heute volle Teller- und Töpfe-Gönnung. Weil wir morgen abspülen können. Weil wir abspülen können hier. Und wenn man das hat, muss man das nutzen. Also 2 Töpfe zum Kochen und alle 4 Teller, die wir dabei haben, für einen Salat und Nudeln. Abspülen müssen wir trotzdem. I know, aber wir haben Wasser. Ja, das stimmt. Und? Geduscht, Leute. Könnt ihr es durch die Kamera riechen? Basti hat geduscht. So geiler Salat. Boah. Cheers. Richtig lecker. Geil. Das trotz dieser Note. Einen wunderschönen Buongiorno. Guten Tag. Buonasera. Gibt's was zwischen Buongiorno und Buonasera? Außer Ciao? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir schon wieder losgefahren vom Campingplatz. War nur für eine Nacht. Der war richtig, richtig niedlich, richtig süß. Es sind Osterferien, glaube ich, in Deutschland. Sprich, es sind echt einige unterwegs. Was jetzt richtig schön war da auf dem Campingplatz. Und jetzt machen wir einen kleinen Abstecher in das Städtchen Lucca. Das soll nämlich richtig süß, richtig schön sein. Und ja, irgendwie haben wir Lust, ein bisschen zu schlendern. Außerdem ist es windig. Und ich glaube, da verbringt man irgendwie die Zeit am besten in einem Städtchen. Man sollte auch Zufahrt haben. Was kostet der? So, wir haben einen Wachtenparkplatz gefunden. Muss man leider für bezahlen, aber ist uns irgendwie lieber, als wenn wir jetzt irgendwo mitten in der Stadt stehen. Und werden als erstes eine Runde auf der Stadtmauer drehen. Genau wie in der Nachbarstadt Pisa ist in Lucca auch die Stadtmauer noch komplett erhalten geblieben. Weshalb man einmal komplett, ich glaube 4 Kilometer lang ist sie, um die Stadt herumlaufen kann. Pisa und andere Städte, Florenz und so, haben wir schon mal mit dem Van besucht. Deswegen machen wir das jetzt nicht auf dieser Reise, aber wenn ihr Lust habt, da reinzugucken, gibt es auch auf Video. Schon ein paar Jahre her, aber es sind immer irgendwie noch lustig, die Videos anzugucken. Svenny und Basti zum ersten Mal mit dem Van unterwegs. Außerdem laufen wir hier nur auf der Mauer entlang, damit wir uns gleich ein Cornetto Pistacchio gönnen können. Wir haben uns das nämlich zur Aufgabe gemacht, das beste Cornetto Pistacchio Italiens zu finden. Dafür muss man ausprobieren.
ausprobieren. Und dafür muss man ein paar testen, haben wir gehört. Es ist windig. Es ist windig. Ich hoffe, man hat mich gehört. Es ist sehr, sehr windig und es pustet ganz schön durch die kleinen Gässchen, macht aber nichts. Es ist richtig, richtig schön und man könnte hier echt sich, glaube ich, stundenlang verlieren in den kleinen Straßen. Wir werden jetzt aber demnächst das Navi rausholen, damit wir die Pistaccheria nicht verpassen. Das hier, liebe Freunde, war mal ein Amphitheater. Wir stehen in der Mitte. Und wir stehen in der Mitte und machen einen Take und werden von allen Restaurant-Sitzenden und Essenden beobachtet. Ja. Aber ja, hier auf den Mauern des Amphitheaters wurde quasi die Stadt Lucca gebaut, wenn ich mich recht informiert habe. Deswegen wollten wir unbedingt mal hierher kommen. Und jetzt gibt es aber wirklich was zu essen. Oh, ich habe Hunger. Unser Pistaziencroissant gab es nicht, deswegen gibt es jetzt ein kleines Pistazienkeks mit der Füllung, dass wir eine Ahnung kriegen, was es gewesen wäre. Ja, gut aus. Cheers! Die Pistaziencreme hätte gut geschmeckt. Zu spät dran. Der Keks auch lecker. Damit vergibt das Bonito leider ihre Chance auf das beste Pistaziencroissant Italiens. Hat ihr eine gute Chance gehabt, glaube ich. Wir testen weiter. Wie war der Keks? Der Keks war sehr gut. Deswegen glaube ich, wäre es ein gutes Pistaziencroissant gewesen. Ciao, grazie. Lucca ist auf jeden Fall ein richtig süßes Städtchen, wo man definitiv einen Zwischenstopp einplanen kann. Wir laufen jetzt hier auf der Stadtmauer zurück Richtung Jimny und dann suchen wir uns einen Spot für die Nacht. Es soll wieder windig werden, Leute. Was ist das für ein Wetter auch?
Wieder schöne 4x4 Strecke. Ja, hier. Der Test, ob wir gerade stehen, sind aktuell unsere Schubladen. Ob die wieder rein oder rausgehen. Aber so sieht's gut aus. Wir wissen natürlich nicht, ob wir so oder so stehen, aber hey. Und falls jemand Peppi gleich auf den Bildern sucht, die liegt in ihrem 1,20 x 2,30 Meter Hundebett und residiert über ihr Reich. Happy, gefressen. Bon Appetit. Boah, mit so viel Parmesan. Ich glaube, ich spinne. Am zweiten Tag noch viel besser. Wir sind wieder unterwegs und haben limited Ressourcen an Wasser. Sprich, wir essen wieder aus einem Topf, von einem Teller und trinken aus einem Döschen. So sieht's aus. Und bei Fressneid ist das so eine Sache. Soll ich hier so eine Hälfte, so einen Strich machen? Nein. Hallo, guck mal, wie viel Parmesan wir auf die Ja, manchmal gewinnt man. Und die Kamera läuft noch. Oh. Ist wieder zu kalt. Oh, hier unten ist noch warm. Darf ich Sind die Zerfleddert? Hallo. Also vielleicht können wir es auf 3 strecken. So, wir haben es jetzt nie ganz leer gehabt. Das ist echt ein gutes Teil. Irgendwie eine Cola in den Kühlschrank oder was anderes rein oder Bier oder so. Und dann Ja. Das ist halt gar nicht der Fall. Wir haben uns jetzt gerade noch mal richtig mit Tessie und Roberto verquatscht. Das war richtig, richtig schön, spontan. Und jetzt ist es doch kalt und schon frisch geworden. Ich mache mir jetzt noch meine Wärmflasche warm. Habe mich schon in meinen Merino-Unterwäsche-Schichten geschmissen. Eigentlich nur so überstehen wir gerade die kalten Nächte und hoffen, dass auf der gegenüberliegenden Seite in den Bergen hängen so viele Wolken drin, dass sie nicht hier rüberkommen und wir eine halbwegs angenehme Nacht haben. Zumindest ist der Wind ein bisschen abgeflacht. Und ja. Nee, war jetzt noch ein richtig schöner Abend hier. So, wir brechen wieder auf. Wir waren jetzt ein paar Tage hier. Ich glaube 3 oder 4 Tage. Das ist der 4. Tag, glaube ich. Wir haben hier ein bisschen gearbeitet, die Roomtour aufgenommen, die ihr vielleicht letzte Woche gesehen habt. Falls ihr das nicht gesehen habt, direkt mal nach diesem Video da reinhüpfen und euch das anschauen. Aber dadurch sind wir jetzt leer. Kein Wasser, nichts zu essen mehr und überhaupt. Wir müssen los, wir müssen einkaufen.
Wir sind gerade nochmal zurück bei Luca vorbeigekommen, dem kleinen Städtchen, und ich habe uns das Pistaziencroissant geholt. Dieses Mal gab es noch eins und hier gibt es auch einen kleinen Trinkbrunnen. Scheint heute aber irgendwie Tag der Trinkbrunnen, also der Wasserflaschen aufzufüllen Tage zu sein, hier in Italien. Man muss sich richtig Schlange stellen. Wir haben gerade spontan eine Self-Waschanlage gesehen. Und weil wir schon üble Offroad-Action hatten und Basti jetzt immer durch jede Pfütze durchfährt, haben wir gedacht, wir waschen den kleinen Grogu mal wieder. Obwohl es eigentlich mit Dreck an der Seite ganz cool aussieht, aber ich glaube, das ist nicht so gesund. So, wir sind an einem Spot angekommen. Wir stehen hier so ein bisschen an so einem Seitenweg von der Straße am Rand. Wir sind noch nicht so richtig happy mit dem Platz, aber wir müssen das nächste Video fertig bekommen und Peppi muss auch mal eine Runde raus und hier ist ein schöner Weg, den man entlang gehen kann. Es hat sich heute ganz schön gezogen, es war ganz schön anstrengend. Man hat irgendwie super wenig Plätze hier in der Umgebung gefunden. Zumindest was so mit Dachzelt angeht, irgendwie so Parkplätze für Vans. Da wären wir, glaube ich, ziemlich schnell und gut fündig geworden. Aber jetzt hier so mit Dachzelt wollen wir uns einfach, oder finden wir es einfach persönlich nicht cool, sich mit dem Zelt so in Orte zu stellen. Deswegen suchen wir schon eher immer was ein bisschen abseits und außerhalb. Und ja, Campingplätze für 60 € können wir uns halt einfach irgendwie nicht leisten. Und ja, deswegen gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen, wie wir uns hier fühlen. Den Nachmittag bleiben wir jetzt erstmal hier und chillen so ein bisschen von dem Erledigungstag. Und genau, haben wir eigentlich gestern noch was Schönes gebucht und freuen uns da eigentlich schon ziemlich sehr drauf. Ich habe jetzt hier ziemlich windig, muss ich sagen, doch noch ein ganz gutes Gericht hinbekommen. Man sieht zwar nur Rucola oben drauf, aber unten drunter versteckt sich ein getrocknete Tomatenrisotto. Und dazu habe ich eine Mini-Flasche Wein gekauft. Unser erster Wein in Italien. Unser erster Wein in Italien. Und die Sonne, das haben wir vorher noch gar nicht gesehen, geht einfach direkt vor uns unter. Ich glaube, wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir die Nacht hier verbringen werden, auch wenn wir uns nicht ganz so 100% sicher sind. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Hier sind richtig schöne Wanderwege, machen wir morgen vielleicht eine Wanderung. Und jetzt genießen wir aber erstmal den Sonnenuntergang, unser Abendessen, lassen den Tag sacken und freuen uns auf das, was kommt. Das ist mal überschön. Richtig schöner Blick. Perfekter Sonnenuntergang. Und ich gucke nach vorne raus beim Arbeiten. Verpasse ich das alles hier. Aber ich hoffe, davon kommen noch ein paar. Und ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Nächste Woche sind wir vielleicht so ein bisschen woanders. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wo es hingeht. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir das auch schon mal erwähnt.
Falls nicht, haut mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wo es hingeht. Wir verlassen so ein bisschen das Festland. Bevor der gute Herr hier noch mehr verrät, schnappe ich mir doch die Kamera und wir fangen an zu essen, bevor es kalt wird. Verabschieden uns für diese Woche. Liked das Video, hypt das Video, unterstützt uns immens und unsere Arbeit und wir würden uns riesig freuen. Abonniert unseren Kanal, falls ihr nicht verpassen wollt, wo es nächste Woche hingeht. Und ja. Emoji der Woche ist ein Wein und eine Tasse dazu. Gibt's das überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber so trinken wir Wein. Ja, die Luxus-Van-Zeiten sind vorbei mit Weingläsern. Alles aus der gleichen Tasse. Bis nächste Woche. Wer sagt Danke? Ich. Danke. Ende. Ganz vergessen, es gibt ja noch einen Pistazien-Croissant-Test. Mega gut. Aber das erste war besser. Oha. Also wirklich gut. Aber das erste war halt schon auch richtig gut. Aber ist auch schon sehr gut. Trotzdem, wenn wir das Beste Italiens küren wollen, müssen wir knallhart sein. Das erste war besser. Tschüss.